Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Let's Play Corpse Party Book of Shadows. Wir nehmen mal die andere Option, denn... Moment, genau, zur Tür sind wir ja schon gerannt. My arms and legs were still so numb that I couldn't trust myself to get out of the room safely. I had to think of something else. I had to buy some time. Oh, sie wird rational und intelligent und vernünftig. It seemed like the little girl was pulling the huge man's strings, and he didn't really want to hurt me, so maybe I could reason with him? Klar. 何をしている？殺せ。Oh ja, versuchen wir jetzt einfach mal so einfach nett zu ihm zu sein. He suddenly doubled over and began clawing at his throat, seemingly in a great deal of pain. Reasoning with him really wasn't going to work, he was too unstable, and if it came down to me or the little girl, I was pretty sure I wouldn't win. Okay, vielleicht erstmal speichern, falls hier irgendwie auch nochmal irgendwas auf Zeit läuft. Wobei, dann würde das eigentlich angezeigt werden. Was? Okay. Feuer, wir können Feuer machen. Ach, die hat jetzt was ganz anderes. Oh nein, ich bin kurz im Sterben, aber ich will was trinken. Das ist so gemein. Oh, halt die Fresse. Was ist denn mit dem da? There's nothing about the outward appearance. Okay. However, there's a student ID. Ja, wollen wir mal gucken, wer das ist. Das ist Honda. Oh, hier ist doch sonst nichts weiter. Ach, die Fenster. The windows are paneled and don't seem to have any means of being opened. Ja, gewiss. Oni-Chan wartet schon im Bettchen auf dich. Ja, müssen wir mal gucken. Was ist das denn hier? Kann ich das irgendwie... Leitende Band... Ja! Dann ist es doch einer. Ach, das weiß ich schon, wie sowas funktioniert. Boah, bist du doch ein bisschen was größer und älter. Tatsache. I couldn't move any part of my body. I just torn completely limb, and my vision had gone black. I felt like I was being swallowed up by the darkness, and there was nothing I could do to stop it. It was seeping into every part of me. Oni-Chan! Help me! Nee, danke. Okay, gut. Das heißt, ich habe circa 3, 4 Chancen. Gut, dann haben wir das zweite auch geschafft, um an dem vorbeizukommen. Das heißt, direkt wieder an die Stelle. Ich guck mal eben in ihr Inventar vielleicht. Vielleicht hat die irgendwas dabei, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist schlecht. Also der Bunsenbrenner geht nicht. Was haben wir denn da unten? Der ist der Bottle. Aha, take it. Take it. Ach, trink doch einmal. Hydro... Okay, Acid. Sollen wir jetzt... Was heißt nochmal? Also die Säure auf ihn werfen. Instinctively, I threw the glass bottle at the huge man with the hammer. Oh, das ist böse. He flinched and stumped backwards. His hammer was still raised, however, and smashed into one of the light bulbs on the ceiling, shattering it.
Oh nein. My feeling had begun returning to my legs, so I wasted no time. Habitually yelling excuse me as I left, I darted through the dark lab and using what I remembered of its layout to avoid obstacles and reached the door. Ist sie behindert? Ja, halt die Fresse. Oh nein, es tut mir leid. Entschuldigung. Oh Gott, ey, die haben die ja voll lieblos nebeneinander gestellt. Omae, wazato ka? Kono kuzu! 二度とご褒美してやらないぞ。早く追いかけろ。Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schade, dass sie das echt so... お守りの切れ端を持っているのか。運命が定着していない。 Klar, gewiss. Wahrscheinlich ist sie einfach nur zu dumm, um zu sterben. Ja, Fresser. Ich kann mir das echt nicht antun, es tut mir leid. I could hear the sounds of someone else running just a short distance in front of me. I couldn't make out who it was with any certainty, but I did briefly catch a glimpse of a figure retreating into the darkness. And it looked like Oni-Chan! Oh, ich krieg gerade richtig Aggressionen, ne? Oh, ich finde das so eklig. Also das Ding ist, einer hatte ja auch in die Kommentare geschrieben, dass sie tatsächlich so richtig verliebt sei in ihrem Bruder. Ich meine, also so richtig, richtig verliebt. Ich meine, wie krank ist das bitte? Took off in pursuit. If that was Oni-Chan, then I just had to catch up to him. Das ist so ein... Oh Mann, ich will das nicht. Nee, halt die Fresse. He mustn't have heard me. His pace never slowed and I saw him disappear around the corner. Ich meine, stellt euch das mal vor, ein 14-jähriges Mädchen, das permanent ihrem Bruder hinterherrennt, permanent Oni-Chan, Oni-Chan, Oni-Chan ruft und Bella, ganz ehrlich, das Mädel ist so dumm. Ich hoffe einfach, dass das möglichst kurz ist, das Kapitel. Nee, ich... In the main hallway. Achso, das heißt, du willst gar... Ist die behindert? Na gut, dann nehmen wir halt die Klassenräume. Ins Lab gehen wir nicht zurück. Ich glaube, mein Mitbewohner kocht. Riecht voll gut gerade. Oh Gott, nee, also... Ich habe so keinen Bock auf dieses Kapitel. Dann bleib hier und verreck. Was hältst du davon? Mann, das tut mir so leid. Okay, gucken wir mal. It's a wooden shelving unit with a glass door. It doesn't seem to be locked. Ist irgendwas drin? Unfortunately... Achso, okay. I have to fight Uni... Oh! Und run. For... Oh Mann, kann ich mir... Warte mal, kann ich mir das angucken? There's no taking back, there's no going back, there's no... Okay. Okay, ich verstehe. Ich muss mich beeilen. Aber das war da gewiss nicht. Wobei, ich bin ja schon wieder unsicher, ob es im Spiel war oder im Anime, dass die beiden wieder quasi zusammen gefunden haben. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Das Ding ist, ich wette, das ist jetzt bestimmt voll das stilistische Mittel, dass er uns hinterherläuft. Das soll bestimmt voll scary sein, aber das ist es nicht, weil ich ja einfach aktuell, so scheiße es klingen mag, einfach die Tod wünsche. Ich habe auch ihr Sprite, falls man das... Nennt man das in dem Falle sogar noch Sprite? Die Figur? Oder ist das nur bei RPG-Maker-Spielen so...
dieses, oh nein, ich bin so hilflos und ich muss meine Augenbrauen hochziehen. Und oh nein, oh nein, oh nein. Alles ganz schlimm. Und ich denke mir einfach nur so auf die Fresse. Oh, okay, so, 1C. Ich höre jetzt auf damit. Oh Mann. Ich heule vor Verzweiflung. Weil die so behindert ist. Also 1B. Lass uns einfach nur schnell den finden. Mir egal wen, nur. Was steht denn da? May I have those fingernails? Er sagt ja. Sehr geil. 1A. Das andere ist doch gar nicht mehr die Main Hallway. Ich glaube nicht, dass sie da hochgehen will. Oh. Jo. Ist mir so egal. Oh Mann, ich bin auch so angeekelt mittlerweile von ihr. Das finde ich einfach nur... Na, nee. Richtig widerlich. Hätte ich mir gar nicht schreiben dürfen. Nee, doch, klar. Aber ich glaube, im letzten Video in den Kommentaren ist auch nochmal ein Wrong End verlinkt, wo ihr das dann sehen könnt, was da abging. Das Ding ist so eine Stimme, die ist passend für so eine Chi oder für... Kennt ihr diese Mamishi-Bar-Comics? Die sind auch voll geil. Das sind diese kleinen Böhnchen und auch, ich glaube, so ein paar andere Snacks, die halt so sprechen können. Und das finde ich dann wieder okay, aber nicht bei einem 14... Ich meine, die anderen 14-Jährigen haben doch auch nicht so geklungen, oder? Hatte ich zumindest jetzt nicht in Erinnerung. Ach, hier kann ich hoch. Cool. So, dann schauen wir mal. Wir können mal beim Exit gucken. Oh. Das klingt nach dem Erd. Ja. Wie ein Erdbeben. Suddenly my field of vision started going topsy-turvy. Was I falling? It was an earthquake, but there was more than just that. The floor beneath me was moving up and down in time with the quake's left and right motion. I what? I tried putting one hand on the floor for balance and getting back to my feet. Das ist gewiss das Sicherste. I thought I'd done it. I was standing now and had started getting used to the vibrations. As long as I hugged the walls, I could walk. Müssen nicht gerade die Japaner doch lernen, wenn ein Erdbeben abgeht, dass das eigentlich doch am unsichersten ist? But that all quite literally came crashing down around me soon enough. The widely shaking floor cracked, then crumbled, and I was free falling. Oh, voll geil. Oh nein, ich falle. Wer ruft das, wenn er fällt? Oh, der Schrei, der war legitim, das erste Mal. Ist okay, Yuka, das darfst du. Oh, schade. Warum ist das Kapitel nicht einfach vorbei und sie ist tot? Oh! I raised my head and found myself lying on the top of a pile of rubble. I wasn't too much worse for the wear, though, all things considered. Oh, das wird spaßig. I looked all around me frantically, but saw nothing even remotely familiar. This was definitely someplace new. And it didn't feel much like a school anymore. The walls and floor were made from packed dirt, with only railroad ties keeping it all together. I knew I was underground. I had to be. It just felt that way. There was no windows anywhere. Oh, dann musste gewiss Untertage sein. And based on the smell, there was no ventilation either. Ja, damit du schneller ersticken kannst, Kleines. Oh Mann, hört auf, ihr quält mich so damit. Oni-Chan might have gotten caught off guard by that earthquake too, I thought. He could be down here.
but it was a big one after all. Maybe he was injured, maybe he couldn't move. I tried pushing myself up from the pile of rubble, ready to shoot to my feet and continue the search. That didn't last long, however. My hands and feet were still a little numb from the ropes, making it hard to keep my balance. I fell back onto my butt. Stimmt. My underwear... Voll die ekligen Sounds dafür auch, voll übertrieben. My underwear was completely waterlogged, like a full sponge. It squished unpleasantly in the debris, sending a cold chill through my entire body. Ey, warum machen die das? I reached down and felt it. It was absolutely soaked through. It would take forever for it to dry. I was so wrapped up in running for my life and chasing after big Oni-Chan, I didn't even notice the wetness, but now I couldn't get it out of my mind. Oh Mann, und die Vorstellung, dass vielleicht irgendwelche Leute das echt geil finden, was hier gerade abgeht, das... Tears were welling up in my eyes. How could I be so pathetic? I forced myself to my feet, doing my best to try ignore the squishy sensation. I wouldn't be able to ignore it for long, though. My panties were noticeably heavier now, and the urine they absorbed was practically ice cold. Sind die krank? I couldn't go on like this. I was going to get a rash or catch pneumonia or something, and every step I was going to be its own form of mushy-gushy hell. But what could I do? I could take them off, but then what? Carry them with me? Ew! Leave them on the floor for someone else to find? No, thanks. Oh, halt die Fresse. Denn nur dein großer Bruder kann dir jetzt helfen. Ja. Der würde sie für dich tragen. Würdest du gewiss voll geil finden. I swallowed my pride. Welch Stolz. Held back my tears as best as I could and were waddled onward. Also, um die auszuziehen, musst du nicht irgendwo hingehen. Du trägst ein Kleid. Und du bist alleine, also Herrgott. Oh Mann, bitte, tötet die einfach ganz schnell. Ich sollte vielleicht einmal kurz speichern. Oh ne, finde ich super ekelhaft. Ehrlich, also schauen wir mal im Storehouse. Da ist doch, glaube ich, die eine... Da ist doch die Freundin von Naho das erste Mal gelandet, oder? Ah, hier ist sie. Ach, dieses Seufzen, das regt mich auch so auf. Anstatt irgendwie mal ganz normal zu reden, immer dieses oh nein, oh, hier kommt mein Girls Room. Hoffen wir mal, dass er offen ist und dann ganz ehrlich deine gottverdammten Hosen loswerden. Ach, es geht sogar, Gott sei Dank. Und dann... Frag doch vor Oni-Chan. Wie so ein Hund. Oh Gott. The only bathrooms I'd seen up to this point were unusual. Charms on the door mysteriously sealing the room shut, bodies hanging in the stalls. But this looked to be a completely normal bathroom. Certainly the most normal I'd seen since getting stuck on this place anyway. Das ist ein Argument. Was ist das denn da unten? There's a loose piece of wood on the ground here. Okay. Wie sie auch mal voll immer so... I tried pulling on one of the wooden stall doors. Da ist gar nicht mehr der Corpse, wisst ihr, die eine Leiche. I listened carefully for any hint of response, even going so far as to hold my breath.
Oh, das könnte ja hier gewiss nicht passieren. Nee, keinesfalls. Sehr gut. Du bist so ein dummes Kind einfach nur, but there wasn't a single sound to be heard. The entire room was dead silent. The walls are made from packed dirt after all, and there was a lot of moisture in the room. Effectively, this whole place was naturally soundproof. I backed away from the door slightly and almost tripped over a fairly sizable crack in the ground, about 5 centimeters wide and 1 centimeter thick. Denn das siehst du auch sofort. Finally, I was able to get out of those waterlogged panties. Despite being alone, I still crouched down and removed them as discreetly as I could. I then stuffed them tightly into the crack I discovered. Oh, versteht ihr, warum sie mich so aufregt? Das ist doch so belangloser Scheißdreck. Ja, das ist ja meine größte Sorge. Yuka no konna sugata Oni-Chan ni mirare nakute yokatta. Weil ich nicht mal seine kleine perfekte Schwester wäre, die er bitte vögeln soll. Douka, dare ni mo mitsukarimasen you ni. Tokuni Oni-Chan ni wa. Oh, ist die behindert? Not that Big Brother would be likely to wander into a girl's bathroom. But it was possible, given the circumstances. So just to be safe, I figured it couldn't hurt to pray that that didn't happen. でも、もうちょっと奥に詰めておこうかな。誰かに見つかったら恥ずかしいもんね。Ja, weil es... Gott, und wer wüsste dann, dass sie dir gehören? Niemand. Oh man. My underwear was now totally buried and out of sight. There was no way anyone could come across it if they didn't know it was there. Satisfied, I stood up. でも、濡れたまま履いてたら、もっと気持ち悪いし。Wow. さっきから地震ばかり。ここ、大丈夫かな？さっきよりも古い建物だけど。I peeked my head out from the bathroom and looked around. 誰もいない。お兄ちゃん! My voice echoed a lot louder than I was expecting. It actually surprised me. Considering the wet dirt walls, I didn't think sound would travel that far. 他に、お肉さん、手洗いたいな。 Oh, ich kann so verstehen, wer sich aktuell dieses Kapitel nicht antut. I began walking through the hall once again, this time a bit slower and more unevenly due to exhaustion. Und für alle, die trotzdem dran sind, danke, dass ihr es mit mir durchsteht. Das ist echt... Oh. Ich werde bescheuert, naja gut. Okay, hier ist nichts. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht in den Boys Room gehen wird. Ach, der ist auch zu. Na gut. Ne, es gehört zur Musik. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Oh ja, lasst mal in den... Ne, erstmal in den Hall, in den Eingang und dann gehen wir mit dir in den Death Room. Und da haben wir ganz viel Spaß, Yuka. Was meinst du? Oh Gott. Ah, oh nein, das ist ein kleines Kind. It's a set of skeleton remains. Given its tiny stature, it's very likely belonged to an elementary school student alive. Chihiro Tamamura. Oh, das ist fies, wenn hier so kleine Kinder hinkommen. Uiuiui. Also wirklich kleine Kinder, wo ich das verstehen könnte. Wisst ihr, so ein... Weiß ich nicht. Wenn sie noch in die Grundschule gehen würde, dann könnte ich das so gut verstehen, dass sie so abgeht.
Aber so denke ich mir immer nur die ganze Zeit so, ach komm, ey, aufs Maul. So, ich wollte doch aufhören damit. Pfui. Finde ich jetzt nicht. There's a though roughly decomposed remains. Sehr schön. A very young girl. Oh, scheiße. Ist das nicht Dingsens? Nee. Marco Sakurai. Das wäre es natürlich... Boah, noch mehr. Ich dachte, das wäre Nana. War es Nana? Ich glaube schon. Sakura Motoi. 誰か来たらあそこに隠れればいいかな。でも本当に誰か入ってきたら怖いな。 Oh, ist die behindert. Ah, sehr schön. Aha. It seemed a bit locked in. Finally. Sterben! 取っ手の代わりになるようなものがあれば。 Ein Knochen, wie wär's damit? Traust du dich das? Was ist das denn hier? There's a fairly large stone sitting on the heavy wooden table. Okay. これで思いっきりドアを叩けば開くかな。 Ja, gewiss. よし。ダメだ。びくともしない。 大きな音を出したから気づかれちゃったかも。早く出る方法を見つけなきゃ。 I quietly and gently returned the stone to its original spot. Oh, seht ihr das? Ach so. 一応試してみよう。やっぱりドアノブがないから鍵。 I quietly returned the key to the... Ach so. Ach so, ich verstehe. Das ist gerade... Oh, das ist ja mal richtig fies hier. Das heißt... Wahrscheinlich beim nächsten Versuch, wenn der es nicht ist, dann bin ich tot. Das wäre zu erwarten. Das heißt, wir suchen jetzt nochmal... Was haben wir denn da? Da ist natürlich kein... There's a nail puller shoved into the sink's drain. Okay. これをドアに引っ掛ければ取っ手の代わりにできるかな。よかった。これで外へ出られる。 Oh mein Gott, sie hat das geschafft. Dann machen wir hier mal was, wie wir geschafft. Oh, fies. Aber meine Darkness ist ja jetzt mal so richtig... Oh je, oh je. Das ist natürlich nicht begrüßenswert. Aber wir durchsuchen natürlich alles weiter. Kann das sein, hat sie, sind Satoshi und Co. auf sie hier getroffen? Mein Gedächtnis ist ganz schlecht. Oh Gott. Aber ich mag diesen wabernden Effekt, das sieht ziemlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Body oh, hier ist ja kaum was. Na gut, dann fangen wir mal hier an. Stück für Stück. Ist aber auch fies, hier gibt es ja tatsächlich echt keine Möglichkeit rauszukommen, oder? Nur... Nee, es muss ja einen Weg nach draußen geben, aber hatte ich bisher keinen gesehen, denn irgendwie rein geht's ja. Wobei, nein, ich sollte hier nicht nach... Oh. Ich sollte hier jetzt nicht irgendwie logisch vorgehen. Junior High School. Michi Moritoshi. Okay, schauen wir auf der anderen Seite nach. Wenn wir jetzt hier nichts finden, dann muss ich mal mir die ganzen Halls irgendwie einzeln wahrscheinlich angucken. Im Notfall. Hier ist nichts. So, dann wollen wir uns mal den Buddy Pool angucken, falls das möglich ist. Was ich hier Wobei, habe ich das jetzt schon mal mitbekommen? Oder habe ich das einfach schon wieder verdrängt? Dieses Abgehen, wenn wir eine Leiche sehen. The door to this particular room was shuddering, ever so slightly, as if there were a breeze blowing against it gently from inside. Ja. Slowly and hesitantly, I put both hands on the doorknob and started to turn. 入れるみたい。よし、入ってみよう。出口につながってるといいな。
As soon as the door opened, even a crack, a powerful, horrible stench slammed into my face and twisted around my nasal cavities like a jet of water. これ何かが腐った匂いだ。 I was instantly feeling nauseous and lightheaded, as if I were suddenly deprived by oxygen. もうダメ。早く出よう。水の音。水があるのかな? Ja, geh mal gucken und mach dich damit sauber. Holding my nose, I stepped back into the room and crept over toward the source of the noise. If there were water here, maybe I could wash my hands, I thought. お水、どこ? Oh Gott, ist die behindert, ey. My extreme thirst came back full force as well. Clean water was the greatest thing I could possibly find right now. I accidentally kicked over a bucket, spilling its contents onto the ground in front of me. Countless flies immediately flew out from the overturned bucket and began swarming all around me. Their buzzing wings sounded right up against my ears, as if they were attacking me. I let go of my nose and began flailing my arms wildly, attempting in vain to drive them away. As I haphazardly stumbled forward, I found my foot splashing in shallow liquid. Mere moments later, my hand came in contact with a wall and brushed against a switch. I heard a faint clicking sound, and then... the lights blinked on, and I got a clear look of the room I was standing in. Nee, das sind Kätzchen. Siehst du das denn nicht? A large portion of the floor had been dug out into something resembling a pool, which was filled with stagnant, discolored water and dismembered bodies. The bodies were decomposing a lot faster than they naturally would, on account of the wetness. Most of them had swarms of maggots instead of faces. Several bodies had actually washed up on the ground outside the pool as well. Those few that still had limbs looked like they may lose them at any moment. Their torsos were all swollen and black, and everything else was bone white. The closest body was spurting a sappy mucus from its nose and mouth and staring at me with an ugly, mean expression. The thick fluid coming out of its reddish-brown... the thick fluid coming out of it was reddish-brown in color and seemed to be a disgusting mixture of blood and dead bugs. Das Geilste wäre, wenn jetzt da jemand noch rauskommt, irgendwie aus dem Wasser und sie tötet. Some sort of huge door high along the top of the wall opened up, and I could clearly feel a breeze blowing through the room. It was a trash chute. Ist die krank? Ja, mach mal. I was afraid of what might be coming through that hole, so I put some distance between it and myself. Something heavy fell from above and splashed into the pool, spraying my face with rotten, stagnant water. Oh, God! The body that just had fallen into the pool of water was wearing a school uniform und lebt auch noch. As soon as it touched the liquid, it began bubbling and melting into it as if it were a bag of ingredients tossed into a stew pot. Ich glaube, sie kotzt gleich. One of the poor victim's lungs
floated to the surface, giving the whole scene even more a sick soup-like appearance. Ist das denn echt? Nee, muss ja normales Wasser sein. Hier ist ja nichts passiert, als sie davon getroffen worden ist. I dragged my wet foot on a dry part of the ground for a second or two, then made a dash for the door. As soon as I was back out in the hall, I fell to my knees in shock. I couldn't even move. The smell of death and decay was still sticking to me and still trying to snake its way into my nose. It was all I could do not to throw up on the spot. I hadn't eaten anything for hours, so I'm not even sure what I would actually throw up. But I still felt like I had to, more strongly than ever before. Maybe it wouldn't have been best just to let it out. Oh Gott, doch mal. Maybe it would have been best just to let it out Maybe it would have been best just to let it come out. I'm sure I would have felt better afterward. But I honestly didn't want to see my own vomit right now. Not after all the other disgusting things I'd seen. I had had enough. どうしてこんなことになっちゃったの? Yeah. At times like this especially, I feel I really longed for my big brother. If only he were here with me. God. Nee. 助けて。動けないの。 Das klingt voll nach Sachiko. 誰かいるの？誰かいるの？あっ。苦しいよ。 There was a little girl here with arm outstretched, begging for help. I rushed over to her side. どうしたの？大丈夫？ She was faintly glowing. この子、幽霊？ Hä, erinnerst du dich nicht daran? An das Mädchen? お腹が苦しいの。お胸が熱いよ。とっても辛そう。ゆかにできることは、ここ、怪我はしてないみたいだけど、痛むの？ Oh, ist sie dumm. 痛いよ。 Kennt sie die echt nicht wieder? All I could do for her was offer physical comfort. If I rubbed her back, maybe she'd feel better. ありがとう。ごめんね。こんなことしかできなくて。 Das war echt wenig. 楽になったの。そう？よかった。 The girl grimaced again, as if she were experiencing some new pain all of a sudden. まだ無理しない方がいいよ。ね？うん。あなたもここに迷い込んだの？わかんない。気がついたらここで倒れてたの。気がついたらずっと寂しかった。そっか、一人で寂しかったね。よく頑張ったね。 Ganz ehrlich, ich finde diese niedliche Stimme von Sachiko nicht halb so nervig wie die von Yuka. I gently brushed my hand against the little girl's face, wiping away her tears. I'd only just met her, but I already really felt for her. She had it a lot worse than I did. Oh Gott, wenn sie wüsste. お名前は？幸子。幸子ちゃんっていうのね。うん。私はゆかだよ。持田ゆか。ゆかお姉ちゃん？お姉ちゃん？お姉ちゃんか。なんかお姉ちゃんって呼ばれると照れちゃうなって。 I took Sachiko's tiny little hand in my own and pulled her to her feet. よし、立てるね。
ich kann es gerade nicht aussprechen. Her hand was so thin and light compared to my own. Not just light, it almost felt like it was completely weightless. やっぱり幽霊なんだ。 She noticed me staring at her, and I must have had quite a look on my face. This seemed to bother her, so I did my best to force a smile. I'm sure she was worried I'd leave her all by herself again, and I wanted to make sure she knew I was here for her. どうしたのお姉ちゃん。ちょっと考え事してて。ごめんなさい。 She lowered her head and looked like she was about to cry. どうして謝るの？幸子。多分幽霊だから。 Oh, das ist die gute Seite von ihr. 違うから怖がらせちゃって。ごめんなさい。よかったらこんな小さい子を不安にさせるなんて。 I took her hand in both of mine, turning to face her and ducking down a little so our eyes were level. 大丈夫だよ。幽霊は怖いけど、なんだかあなたは怖くない気がするの。怖くない？本当に？ Uh-oh. 幸子ちゃんは大丈夫。お姉ちゃん行っちゃうの？I did have to think for a moment, since I knew I couldn't take a ghost with me very far, but in the end I also knew I couldn't just leave her. 幸子ちゃんも一緒にゆかのお兄ちゃんを探してくれる？お兄ちゃん？うん、すっごく頼りになるの。きっと幸子ちゃんにも優しくしてくれるよ。 Her head was still down, but her eyes were peeking up at me. She looked nervous, but for the first time since we started talking, she also looked hopeful. 幸子も一緒に行っていいの？もう一人じゃないよ。ゆかが、お姉ちゃんがそばにいるからね。Oh Mann, ey. Honestly, I was lonely too. I probably wanted her with me just as badly as she wanted someone with her, ghost or no. さあ、行こう、幸子ちゃん。 I turned to head back down the hall, but was stopped by her tugging on my uniform. She was wearing a forced smile on her face, but still looked uneasy. お姉ちゃん、私の言うこと Ah, jetzt geht's los. 言うこと？ What was she going to tell me to do? I was so surprised by the question. I wasn't sure how best to respond, but the longer I thought about it, the more uneasy she looked, so... お姉ちゃんね、あなたのお話なら聞くよ。本当？うん、だから何でも話してね。 Uh-oh. There was clearly something specific she had in mind, but I wasn't going to push her over about it. She'd asked me when she was ready. She seemed satisfied with my answer and let go of my uniform, and so, hand in hand, we continued down the hall in search of my big brother. Ich werd bescheuert. Ist die behindert? Wie gesagt, mal ganz ehrlich, dass die sich nicht dran erinnern kann. Ja, das ist schlecht. Ach nee, warte mal, nach oben hätte es noch gehen können, glaube ich. Scheiße. Das ist schlecht. Das wäre jetzt blöd. Aber ich vermute mal, dass Sachiko bei ihr jetzt sein möchte, um herauszufinden, warum die wahrscheinlich irgendwie immer noch am Leben ist oder so, ne? So, da oben waren wir nämlich noch nicht. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Death Room könnten wir nochmal... Genau, der ist ja jetzt wieder offen, sehe ich gerade. Oder all die anderen. Könnten wir eigentlich probieren, denke ich. Oh, da ist noch einer.
Hyogo Shibuya. Okay. Gut, da will die ja gewiss nicht hin. Da schauen wir nochmal an den Death Room. Ich denke mal, da wird irgendwas Entsprechendes sein. Und sei es nur Yukas Tod. Nee, da bin ich mal gespannt. Hatte denn Sachiko irgendwie... Nee, wirklich nicht. Sachiko-chan, Yuka no hoka ni wa daremo minakatta? That's all she said, and then silently she squatted on the ground and wrapped her arms around her knees. どうしたの？どこか痛いの？お姉ちゃん、寒いよ。寒い？ She nodded firmly, almost exaggeratedly. そっか。幽霊でも痛みを感じるなら、きっと寒さも感じるよね。かわいそう。As if to show me just how cold she was, she then started visibly shivering. ねえ、幸子ちゃん、何かゆかにできることない？何か。Oh God. 幸子ちゃんがこれ以上辛くならないように、何でも言って。じゃあ、お姉ちゃんのそれ、ちょうだい。This? She was pointing at my feet. 靴下? This was the first time I noticed that Sachiko was walking around barefoot. I was so busy worrying about myself and about finding my big brother that I completely failed to pay any attention to poor Sachiko's appearance. ごめんね、すぐ気がつかなくて。いいの。Sachiko shook her head. 私お姉ちゃんなのに、もっと早く気づいてあげられればよかった。If I were big brother, I could have noticed right away and given her my shoes. But it wasn't too late. I took off my shoes and socks and offered them to Sachiko. They were a little wet, but still better than walking on these cold dirt floors in bare feet. I didn't really like the idea of doing that myself, but just one look at this poor lost soul's shaking form convinced me I was doing the right thing. ありがとう、お姉ちゃん。Sachiko took just the socks, leaving the shoes in my hand. 幸子ちゃん、靴下だけでいいの？上履きは？うん。だってお姉ちゃんが裸足になっちゃうでしょ？ Oh Gott, was ist denn los mit dem Mädel? She flashed a gentle smile at me, which stayed on her face the whole time. She slowly put on both of my socks. ゆかお姉ちゃんに怪我してほしくないから。そっか、優しいんだね、幸子ちゃんは。I patted her head just like Big Brother always did to me. お姉ちゃん大好き。Oh God! Her smile had grown. It now stretched from cheek to cheek, and I began to feel like I'd do anything at all to keep her happy. I wondered if this was how Big Brother felt when I smiled at him like that. 頑張ろうね、幸子ちゃん。Oh God, despite the severity of the situation, I was in high spirits. I almost forgot just how horrible this place really was. 頑張ろう。お兄ちゃんを見つけられるように。Uh-oh. Uh-oh. 幸子ちゃん、今何か言った？ I thought that was a giggle, but it sounded different somehow, like her voice had changed to someone else's, or someone else was here. かわいい。むちゃくちゃしたい。Ah, was ist das eine Bitch? Ah, sehr gut. Ja, ja, gut, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche. What is it they usually say in movies? Must have been the wind. Not too likely in a stagnant underground bunker like this, but still. きっと怖がりすぎなのかも。もっとしっかりしなくちゃ。お姉ちゃんなんだから。
I put on the bravest face I could manage and marched back out into the hall, pausing only to make sure Sachiko was still behind me. Uiuiui. Ja, das wird richtig böse für sie enden, denke ich. Sehr, sehr böse. So, Storehouse. Was war denn nochmal mit dem... Ach ja, das war ja... Wir können doch mal beim Herrenklo nachgucken, aber ich glaube nach wie vor nicht dran, dass da irgendwas los sein wird. Okay. Aber sonst ist hier auch nichts weiter, ne? Boah, ich kann das ja hier noch nicht mal bewegen. Ja gut, hier ist nichts. Sonst wir können noch mal aufs Klo. Welche Ironie das wäre, wenn sie dort sterben würde. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie hier direkt sterben wird, oder? Hier im Kapitel. Boah, ich bin gerade am Überlegen. Ja, mit der Freundin von Nahu ist es ja eigentlich auch passiert. Ich meine, warum sollte es dann hier nicht passieren? Oni-Chan, Nani? どうしたの? 足が痛いの。足? The soles of Sachiko's feet seemed to be bothering her quite a bit. As we stood there, I noticed she was fidgeting in place, trying not to stand on them. そうだよね。幸子ちゃん、靴下だけだもんね。She said nothing else. She just stared at my feet. She seemed to want my shoes now, but didn't want to say anything since I offered them earlier and she turned them down. So I just smiled and decided I'd offer them again. 私の上履き履く？いいの？うん。幸子ちゃん、また怪我しちゃうもんね。お姉ちゃんは？ゆかはお姉ちゃんだから大丈夫だよ。I wouldn't accept any objections. I just took off my shoes and handed them to Sachiko without another word. Cheerfully, she slipped them on over my socks. They were a little big on her, but I knew she'd feel better just having them. ありがとう。嬉しい。じゃあ、行こっか。Oh Gott, und dann so nach und nach wird dann Yuka quasi komplett auseinandergenommen. Sachiko wasn't used to such big floppy shoes. She took one step and stumbled forward. 大丈夫？手繋いでてあげるよ。うん。ゆかお姉ちゃん大好き。 Boah. Dass der das auch kein bisschen suspekt ist. 幸子ちゃん、ここは何もなかったから引き返そう。そう。 Ja, hat die immer noch Schiss, dass man dort die Unterwäsche findet. Oh. Ja, es wird für uns entschieden, wie es weitergeht. このまま進んでていいのかな。こっちがいい。Uh-oh. She was pointing down the hall toward the spot where the earthquake had dropped me. こっち？こっちに何かあるの？わかんない。けどこっち。何の音だろう。 Das war eine Tür. あそこに入りたい。あそこ？でもあそこは鍵が。今開いた音がしたの。何かあるの？お願い。入りたいの。そっか。じゃあそっちに行こうか。 She nodded firmly, then practically dragged me by the hand over to the door near my entry point in this underground maze. Ach, jetzt geht's wieder zurück in den Storehouse Room. なんかここ広いね。あっち。 Energetic as can be, Sachiko pulled me farther into the darkened room. 待って、幸子ちゃん。I suddenly felt a sharp pain in the sole of my foot, and I looked down to see what I'd stepped in. The floor here was actually kind of a mess. It was bumpy and uneven. There were all kinds of tiny, sharp-looking objects scattered everywhere. Not just old rusty nails, but bits of glass, loose wooden boards with jagged edges and splinters all over them, and plenty else I couldn't even identify.
血が出ちゃった。かわいい。Boah. 幸子ちゃん？どうしたのお姉ちゃん。 Oh, jetzt geht's los. あれ？そっちにいたの？何だったんだろう今の声。 So, dann schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein kleines Kind. 小さい。 Ja. そうだ、幸子ちゃんは今いくつなのかな。いくつ？そう、何歳かな。小学生だよね。わかんない。思い出せないの。 Ach, schon so alt. そっか。ごめんなさい。 She just stood there with her head hung low and a look of disdain on her face. She didn't say another word. It seemed safe to assume that she probably didn't have any memories from here when she was alive at all. ごめんね。気にしないでね。うん。ごめんなさい。 Looking a bit closer at the pile of bones, there's a student ID. Okay. Renaissance Elementary School, Yuka Sekia. Gut, Leute, und ich würde sagen, ich speichere jetzt hier und dann war es heute mit Let's Play Corpse Party. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, werden dann zusammen mit Sachiko mal die Gegend durchsuchen. Ich frage mich gerade, hätte man das Treffen mit Sachiko umgehen können? Steuere ich jetzt gerade komplett auf den Wrong End zu oder ist das so alles richtig? Weil ich finde das schon so ein bisschen verwunderlich. Und ich frage mich auch, voll lange nichts am Sagen, ich frage mich halt auch, ob das jetzt tatsächlich irgendwie ein Teil von ihrer guten Seite ist oder ob das wirklich komplett nur gespielt ist, ne? Wobei wahrscheinlich schon, doch, also von dem, was sie gesagt hatte, das ist ja schon geplant von ihr. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, auch wenn ich auf Yuka keinen Bock habe. Aber egal, das war's heute mit Let's Play Corpse Party. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Restsonntag und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder zu Let's Play Corpse Party. Also bis dann.